Ja, die werden von unten auch schon reif. 2 Generationen auf dem Acker. Schon ein bisschen spät dran, kann man so sagen. Aber deswegen habe ich ja Verstärkung mitgenommen. Und auf dem Kirmesplatz. 2 Familienbetriebe im Kampf mit dem Wetter, mit Corona, mit der Technik. Die Anlage ist mein Kapital. Wenn die steht, kommt nichts mehr rein. Der Gang geht nicht mehr raus. Getriebeschaden von 10.000 bis 20.000 €. Die Frage ist der Schlepper das noch wert? Neue Ideen Prost! führen in die Zukunft. Der absolute Wahnsinn, it's crazy! Los! Auf jeden Fall ist es Familie, die stark macht. Auch in schwierigen Zeiten. Mal gucken, was da kommt. Auf dem Biohof von Familie Groß ist Malte in den Betrieb seines Vaters eingestiegen. Zusammen mit 2 Freunden. Flo übernimmt den Hofladen. Niklas baut die Scheune zum Hofcafé um. In dem Bauwagen sollen mal Feriengäste einziehen. Die größte Herausforderung auf dem Biohof, die Dürre. Einfach ein Riesenausfall durch die Trockenheit dieses Jahr. Erneut, muss man sagen, ist ja das 3. Jahr in Folge. Der Schaustellerfamilie Ruppert bereitet die Corona-Pandemie schwere Sorgen. Unter strengen Auflagen organisieren sie im Sommer 2020 eine Kirmes in Kassel. Für Dennis bedeutet das sehr viel zusätzliche Arbeit, aber trotzdem weniger Einnahmen als sonst. Dabei plant die Familie gerade, aus dem Wohnwagen in ein eigenes Haus zu ziehen. Halb 7 morgens. Auf dem Festgelände Schwanenwiese in Kassel geht der Tag früh los bei der Schaustellerfamilie Ruppert. Der 9-jährige Emil muss in die Schule nach Bad Wildungen. Das ist 40 Kilometer entfernt. Heute ist Papa Dennis der Chauffeur. Eine typische Schulkarriere von Schaustellerkindern will er Emil so ersparen. Damals war ich ja in der Grundschule, jede Woche in einer anderen Schule in den Sommermonaten. Und das war schon echt anstrengend, auch lästig. Das war so, es war auch schön im Nachhinein, aber das ist so für das Kind schon, denke ich mal, angenehmer und einfacher, ne, das Ganze. Wenn er eine feste Schule hat, dann geht immer auf die gleiche Schule. Und deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden. Emil ist mit den Gedanken auf dem Rummel. Der Frisbee, das Fahrgeschäft der Familie, wird am Wochenende abgebaut. Was ist mit Sonntagabend? Die erste halbe Stunde wieder den Kleinkram wegräumen. Am Bahnhof. Ja, Die Klötzchen und die Böckchen, die kleinen Schlangen. ja. Wenn du willst. Okay, mach ich. Dennis sieht's gern, wenn sich Emil so fürs Fahrgeschäft interessiert. Ciao. Kuss. Viel Spaß. Ciao. Bis später. Aber eine gute Schulbildung ist für Dennis ein Muss. Weiß ja nie, wie es bei uns weitergeht in Zukunft. Das weiß man nicht. Ne? Wir hätten ja auch nie gedacht, dass wir so ein Jahr wie 2020 mal haben, wo wir eigentlich gar nicht an den Start kommen, außer mit so Alternativen, wie jetzt in Kassel der Sommerspaß. Und sowas hätten wir nie gerechnet. Also dass uns mal quasi die Existenzgrundlage genommen wird. Und von daher ist es nicht schlecht, wenn er eine Ausbildung in der Tasche hat und was nachweisen kann. Ich zum Beispiel kann vieles. Ich kann lackieren, ich kann Stahlbau, ich kann Elektrik. Das kann ich alles. Aber ich habe keine Ausbildung, ich kann nichts nachweisen. Die Corona-Pandemie hat den erfolgreichen Schausteller nachdenklich gemacht. Der Kasseler Sommerspaß, die von den Schaustellern selbst organisierte Kirmes, geht in den Endspurt. Sonntag früh, bevor die Fahrgeschäfte ein letztes Mal öffnen, beginnen Dennis und sein Team schon mit dem Abbau. Erstmal sind nur ein paar beleuchtete Dekoteile dran. Das spart Zeit, denn heute Nacht muss alles ganz schnell gehen. Der Frisbee ist ein technisches High-End-Gerät, der Abbau durchaus heikel. Den letzten Besuchern wird die fehlende Deko kaum auffallen. Erfahrungsgemäß wird abends um 8 sowieso die Luft gänzlich raus nach 6 Wochen.
Bitte drehen, weiter drehen, weiter, weiter. Gut, gerade, genau gerade machen wir das. Gut, perfekt, okay. Und erfahrungsgemäß irgendwie so die Luft raus und da brauchen wir kein Licht mehr großartig. Im Packwagen hat jedes Element des Frisbee seinen festen Platz. Da ist jeder Millimeter genutzt. Ja, das ist wirklich so. Muss ja alles reinpassen. Wir haben ja das ganze Fahrgeschäft auf 2 Transporten. Das Getrieben ist hier auf 2 Transporte verladen. Und da ist wirklich sehr, sehr eng gepackt, dass es doch alles wirklich so passt. Ne? Der Stress kommt erst noch, in der Nacht. Auf dem Biohof kämpft Malte mit dem Wasseranschluss für den Bauwagen. Er ist neben der Landwirtschaft auch für die Technik zuständig. Meistens mache ich Sachen, von denen ich gar nicht so viel Ahnung habe, zumindest beim Anfang nicht. Gegen Ende wird es dann immer besser. Ja, es gibt alles Mögliche, wo ich dann einfach sage, das gucke ich mir mal an, probiere ich mal aus und bin auch bereit, dann mal Fehler zu machen und daran zu lernen und zu wachsen. Genau, ja. Und hier mache ich das Wasser mal. Aber als Landwirt hat man an verschiedensten Punkten mit Wasser zu tun. In Schweineställen zum Beispiel haben wir regelmäßig durch Frostschäden irgendwelche Leitungen zu reparieren und neu zu machen. Von daher ist da schon so ein bisschen Erfahrung im Vorfeld da. Hat irgendwer Kabelbinder hier? Niki? Schade. So, man kann es auch kalt duschen. Der Bauwagen soll endlich fertig werden, damit sie ihn an Feriengäste vermieten können. Heute helfen alle mit. Auch 2 fahrende Zimmerleute, die gerade auf dem Hof der Familie Groß Station machen. Die unterstützen Niklas, selbst Zimmermann, und auf dem Biohof in der Nähe von Homberg für die Holzarbeiten zuständig. Drin ist weitgehend alles eingerichtet. Aber an der Veranda gibt's noch was zu zimmern. Das ist knifflig. Und jetzt sind auch noch die Schrauben zu kurz. Das kriegen wir auch noch hin. Müssen wir eben ein bisschen improvisieren, wenn was nicht ganz klappt auf Anhieb. Das ist einfach so. Kann nicht immer alles voll klappen. 3,5 plus 8 sind 11,5. Ja, vielleicht hätte ich 13 nehmen. Jetzt hast du nicht verrechnet. Nee. Bist ja auch kein Mathematiker. Jetzt werden die Aufgaben verteilt. Hanna, die Freundin von Niklas, hat den Überblick. Da kannst du unten Außenbereich aufräumen, Wasseranschluss, Durchbruch, Kaminrohr, Veranda. Und jetzt wäre die Frage, wer auf was Bock hat. Genau. Das ist eine ganz schön lange Liste. Stimmt. Ja, wir schaffen wahrscheinlich eh nicht alles, aber vielleicht so ein paar Checkpoints für heute ausmachen, die wir auf jeden Fall schaffen wollen, und den Rest lassen wir auf der Liste stehen. Maltes Freundin Leona holt Steine. Damit wollen sie die Feuerstelle bauen. Leona arbeitet sonst als Sozialpädagogin im Ort, hat aber auch keine Angst vor dem schweren Gerät auf dem Hof. Florian schuftet mit der Schaufel. In dem Graben sollen die Elektrokabel verlegt werden und den Bauwagen mit Strom versorgen. Du durftest dir was aussuchen, was Spaß macht. Das macht jetzt Spaß. Ja, ich bin in letzter Zeit Corona-bedingt so viel im Laden, besser gesagt 6 Tage die Woche im Laden, eigentlich ausschließlich, dass ich im Prinzip gar nichts mehr in der Gärtnerei oder körperlich oder sonst wie mache. Und deswegen jetzt mal hier einen kleinen Graben fürs Kabelgraben ist eine gute Abwechslung. Zu früh gefreut. Dann kann man dann vielleicht gleich doch mal die Spitzhacke gebrauchen. Auf der Kirmes in Kassel kümmert sich Dennis um den Abbau seiner Lichtanlagen. Ich vermiete normalerweise mobile Notstrombeleuchtungsmasten für Veranstaltungen aller Art. Unter anderem Hessentag, Frankfurt Museumsuferfest, in Dortmund auf dem Schuhgebietsfestival, Bremer Weihnachtsmarkt und. Dies Jahr bisher alles weggebrochen, mein zweites Standbein. Das hat die letzten 5 Jahre sehr gut funktioniert. Aber ja, wir sind die einzigsten mit mobilen Beleuchtungsmasten mit Notstromfunktion, die 120 km/h Windlast bieten. Das schafft kein anderer Lieferant oder Anbieter. Dann haben wir LED-Beleuchtung drin, sehr effizient, umweltfreundlich, wenig Verbrauch und eine sehr, sehr hohe Ausleuchtung. Also so ein Mast leuchtet über 10.000 Quadratmeter aus.
Bevor der Rummel heute zum letzten Mal öffnet, bringen Dennis und sein Onkel Sascha die Beleuchtungsmasten zurück in die Lagerhalle. Das sind Emils. Die heißen Emils. Die heißen elektromobile, innovative Lichttechnik. Aber sehr witzig. Ich dachte jetzt, der Sohn wäre Namensgeber War auch. gewesen. Wir haben uns das zusammengehalten, dass es passt. Es geht nach Bad Wildungen aufs Firmengelände. Dort lagern alle Buden und Fahrgeschäfte, wenn sie nicht gerade irgendwo aufgebaut sind und Umsatz machen. In heutiger Zeit, sagen beide, müssen sie erfindungsreich und vielseitig sein. Schausteller macht immer mehr. Ich weiß zum Beispiel früher, meine Großeltern, die sind Ostern rausgefahren mit dem Schießwagen, hatten ein Reisegebiet von 30, 40 Kilometern im Umkreis, sind Ende Oktober nach Hause gekommen und haben sich schön was angeschafft. Wenn ich das heute im Schausteller erzählen würde, fange mit dem Schießwagen im Frühjahr an, mach keinen Weihnachtsmarkt und reist in einer kleinen Region und schafft dir mal alles an. Ein Grundstück, eine kleine Halle zum Arbeiten und ein kleines Häuschen im Laufe der Jahre. Der wird mir einen Vogel zeigen. Bei dir ist das beste Beispiel Autoscooter, ne? Früher 20 Blitze gehalten, nur der Autoscooter. Was machst du heute alles noch nebenbei? Ja, heute ist das weggebrochen auf nur noch 12 Plätze im Jahr. Und schafft man halt mehrere kleine Geschäfte an. Wie jetzt Mandeln, Crepes, diese Greiferautomaten. Ja, das ist halt, wird aus der Not herausgeboren. Wir sind halt auch ein Stück weit Überlebenskünstler und machen uns Gedanken, wie geht's weiter in unserem Leben. Auch Saschas Familie lebt komplett von den Schaustellereinnahmen. In Bad Wildungen ist die Homebase der weit verzweigten Familie. Jeder hilft jedem beim Transport oder wenn es mal mit der Technik klemmt. Dennis' Lagerhalle für seine Gerätschaften ist nur ein paar Straßenzüge weiter. Ausladen, wegpacken. Dennis ist perfekt aufgestellt. Das schafft er auch ohne Sascha. Ja, das geht alleine. Corona hat der Familie in diesem Jahr 2020 sehr zugesetzt. Es ist Anfang Oktober. Kassel war bisher der einzige Markt. Ich hoffe auf den Bremer Weihnachtsmarkt. Da hoffe ich drauf. Das ist eigentlich immer mit mein größter Auftrag im Jahr, weil er so lange Mietdauer hat. Da hoffe ich drauf. Aktuell findet das statt. Aktuell. Wir hoffen, dass es so bleibt. Schließlich müssen die Investitionen wieder reinkommen. Und die sind beträchtlich. Ein Lichtmast kostet in der Herstellung knapp 11.000 Euro. Und wie gesagt, kann sich ausrechnen, bei 26 Stück plus ein Tieflader plus Stapler, was wir da investiert haben. Mal eben über den Daumen eine halbe Million für ein neues Geschäft. Und dann kam Corona. Das war's. Gerade als Dennis und Jessie mit dem Hausbau in Bad Wildungen begonnen hatten. Raus aus dem engen Wohnwagen. Ein festes, eigenes Zuhause. Ein lange gehegter Traum. So, jetzt muss ich gerade noch die Hausnummer anbringen. Habe ich vorhin schon angefangen. Jetzt habe ich noch 2 Stück und dann ist das auch fertig. Das erste Mal eine Hausnummer selber anbringen. Ach, mit 40 im Haus zu sein, das war mal so ein Lebensziel. Das habe ich jetzt Gott sei Dank erreicht. Auch wenn es während Corona sehr schwer gefallen ist, die Nummer durchzuziehen. Aber wir haben jetzt das Beste draus gemacht. Ich bin ja dann in den Sommermonaten trotzdem im Wohnwagen, ne? Wenn wir dann unterwegs sind auf unseren Volksfesten. Aber jetzt halt im Winter oder wenn ich halt im Sommer mal einen Leerlauf habe, 1, 2 Wochen, ist das schon was anderes, in so einem Haus zu sein. Da verändert sich was in Dennis' Generation. Und die Arbeiten überwacht er sehr genau. Im August klappt alles jetzt, ja, ne? Ja. Ach, da hast du auch jetzt links die kleinen reingemacht, ne? Hier. Und da oben, meinst du mal ausfugen oder Das in der Mitte, ja? Maler. Das kriegt er weg. Ja? Ja. Siehst du, das wäre nichts für mich als Fliesenleger. Ja, endlich Platz, auch beim Duschen. Platz, du kannst beim Duschen kannst du noch tanzen, wenn du willst. Endlich kannst du dich frei bewegen. Wird auch Zeit jetzt. Notfall auf dem Biohof. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Mit den schweren Steinen für die Feuerstelle hat sich Leona einen Finger eingeklemmt. Eis hat Malte schon für sie geholt. Jetzt noch einen kühlen Drink für den Kreislauf. Ja, geht manchmal schneller als man denkt, ne? Mhm. Ich will halt nicht, dass er abfällt, ne? Das ist halt ganz schön widerlich irgendwie. Der wird aber abgenutzt. Tja, du wunderst dich immer, wo ich die blauen Blasen herkriege, jetzt weißt du es. Wundern tue ich mich da nicht. Sag mal nur, pass auf. Selber. Malu, du passt gut auf, weil das nichts mehr drauf fällt. Ich wurde hinterhergerannt. Ich glaube, dann setze ich mich jetzt erstmal zu Hanna und mach Du Stoff setzt mit. dich jetzt erstmal hin und machst ein bisschen ruhig. Ja, Ich kann jetzt echt nicht mal zupacken. Gerne. Hallo, kommst du mit? Weiter kühl. Hi, Hanna. Hi. Ach du Scheiße, das sieht ja richtig übel aus. Oh nein. Beim Sandstein eben passiert. Sieht echt nach sehr übel aus. Auf der Skala von 1 bis 10. Hattest du schon so ein? Zeig nochmal. Sieht aber echt übel aus. Deswegen kommen wir jetzt auch mal zu dir. Ich kann mit dem gerade echt nicht greifen. Ja. Können wir uns eher die Stoffe gleich mal angucken. Also sieht eigentlich auch wenn von super oben schön lackiert aus, ne? Ja, vielleicht bleibt es ja auch so. Für immer. Für immer ein rosa-lila Stinkefinger. Malte tüftelt weiter an der Wasserversorgung. Schließlich sollen die Gäste im Bauwagen irgendwann duschen können. Da ist wenigstens ein Schattenplatz. Ja, dafür sitze ich in einem Brennnessel. Ich weiß nicht, was da viel besser ist. Ja, gut. Es brennt auf eine andere Art und Weise. Nicht von oben, sondern von unten. Ja. Oh, sind die herrlich unflexibel. Ein Jahr lang arbeiten sie jetzt schon am Bauwagen, haben unzählige Stunden reingesteckt und fast 15.000 Euro. Jetzt soll er endlich auch mal was einbringen. Auch Leona gönnt sich keine lange Pause, obwohl der Finger immer noch wehtut. Sie hat sich die Bezüge für die Kissen vorgenommen. Was meinst du, wenn ich das Dreieck da so drauflege? Ja, kann man machen. Oder ich würde auch das hier so umnähen, dass man die zweite Naht dann nicht sieht. Der Innenausbau ist schon gut vorangekommen. Kleinigkeiten fehlen noch. Wisst ihr, ob der Wasserkocher schon da ist? Es gibt doch keinen. Das Mittagessen vegetarisch. Das Gemüse kommt von den eigenen Feldern nebenan. Endlich Pause. Nur die brennende Sonne stört noch. Hast du eine Haken? Hanna sieht heute gar nicht so fröhlich aus wie sonst. Direkt aus So einfach. Ja, so ist ganz gemütlich. Sonnensegel gesetzt. Jetzt kann's endlich losgehen mit dem Essen. Ich nehme den Käse. Nach der Mittagspause macht Niklas wieder an der Großbaustelle weiter. Auch ein Projekt, das Geld auf den Hof bringen soll. Hier entsteht ein Bistro, wo die Kunden aus dem Hofladen dann irgendwann mal Kaffee trinken werden. Ja. Warte mal, stopp. Und auch das gehört zum Alltag. Ein Tier abgeben zum Schlachten. Malte ist es ganz wichtig, dass seine Tiere dabei keinen Stress haben. Deshalb nimmt er sich Zeit. Auf dem Biohof Groß haben die Schweine ein viel längeres Leben als in konventionellen Betrieben. Hier ist ganz recht, ja. Mein Opa hat immer gesagt, bei der Aalwurst muss das Schwein zweimal die Glocken zu Weihnachten gehört haben. Also ein Jahr alt muss das Schwein gewesen sein, bevor es eine gute Aalwurst gibt. Und einmal Geburtstag und einmal Weihnachten. Einmal Geburtstag, einmal Weihnachten. Oder so, ja. So, dann macht mal Platz, der Rest bleibt hier fürs Erste. Michael, komm gut an, gute Fahrt. Mach's gut. So, wieder eins weniger. Ja, wenn man so ein Tier so ein Jahr lang begleitet hat, das ist dann natürlich schon auch
Ja, man kennt es doch ziemlich gut, auch so von den Charakterzügen. Vor allem werden sie ja bei uns auch geboren, das heißt, ich bin bei der Geburt schon dabei und dann ist es ein Jahr hier und dann heißt es jetzt Abschied nehmen. Das ist schon auch immer nicht ganz einfach. Maltes Eltern wohnen seit vielen Jahren im großen Bauernhaus mit Blick über Hof und Bauerngarten. Das wird sich sehr bald ändern. Also das ist das alte Häuschen hier, wo wir jetzt stehen. Da war so ein altes Fachwerkhaus. Christel und Dietmar wollen neu bauen, neben dem alten Häuschen. Keine leichte Entscheidung, besonders für Maltes Mutter. Das Bauen hier hat für mich einfach noch mal einen tieferen emotionalen Aspekt. Und der hat mit unserem älteren Sohn zu tun. Der ist vor 2,5 Jahren tödlich verunglückt bei einem Unfall. Und mein Traum war immer, dass er hier dieses Häuschen sich ausbaut und dann als Ferienwohnung oder als Domizil hier bewohnt. Ja, nun ist alles anders gekommen und er hatte mit seinen 33 Jahren schon eine Firma aufgebaut und Geld gespart. Und das haben wir geerbt. Das heißt, er ist hier auch finanziell mit beteiligt und das ist schmerzhaft, weil uns wäre es natürlich lieber, er würde noch leben. Aber es hat auch sowas von beschenkt werden. Er beschenkt uns nach seinem Tod noch. Und das ist was sehr Schönes. Die Planung des Baus ist für Maltes Mutter auch ein Stück Trauerarbeit. Jetzt zeige ich dir einfach mal die Außenansicht, wie schön das Ganze wird. Da ist das kleine Das ist jetzt Häuschen. quasi nicht da. Das kommt noch. Da, wo wir jetzt stehen, kommt das hin. Vor das Haus, ja. Genau. Und das ist auch ein Anbau. Da kommt ein Zwischenbau, das wird dann Treppenhaus und Hauseingang. Das hier? Genau, das schafft die Verbindung zwischen dem alten und dem neuen. Ja, wir haben so auf jeder Etage ungefähr 120 Quadratmeter. Und wenn hier wirklich dann 3 oder demnächst sogar 4 junge Parteien weiterwirtschaften wollen, dann brauchen die ja auch in der Nähe vom Hof Wohnraum. Und ich denke, da müssen wir rechtzeitig gucken, dass die nächste Generation Platz genug hat, bevor die sich überlegen, dann doch wieder wegzuziehen. Also wir wollen sie natürlich schon so auf die Art und Weise auch mit Wohnraum so unterstützen, dass sie auch hier gut leben können. Weil arbeiten alleine, das reicht ja nicht aus. Zurzeit wohnen Malte, Leona und Flo in einer Dreier-WG. Es geht so auf keinen Fall. Ich wundere mich dass die das noch aushalten da oben. Ja. Und vor allem, wir wünschen uns Enkelkinder. Und das geht da drüben ja gar nicht. Noch geht's ja mit 3 Leuten, aber wenn Kinder dazu kommen, dann wird es langsam ein bisschen schwierig. Wir stellen uns das richtig schön vor. Wir sind raus aus dem Geschehen, aber nicht weg. Ich glaube, wenn ich so ganz raus wäre, würde ich mich auch nicht wohlfühlen. Weil so einen Betrieb aufzubauen, das heißt ja auch dran zu hängen mit Herzblut. Und wenn ich mir vorstelle, ich werde dann von ihm gebeten, hilf mir doch mal, dann mache ich das natürlich gerne. Das ist anders, als wenn man dann gesagt kriegt, du bist 65 und jetzt verschwinde vom Arbeitsplatz. Die 3 sind sich einig, dass die Eltern auf dem Hof bleiben und weiter mit anpacken. Zusammenhalt ist auch bei den Rupperts wichtig. Das Gedächtnis der Schaustellerfamilie ist Dennis' Oma. Oma Inge, was ist denn das hier für ein Geschäft? Das ist der Mohnreker, den hat dein Uropa selbst entworfen und selbst gebaut. Da wird in der Kanzel wird ein Film abgedreht und dann gehen die Leute hier hoch, gehen da rein und dann geht die Klappe runter und dann geht die Rakete hoch und macht die Bewegungen wie im Weltall. Mal runter, hoch und so weiter. Und hat die Anschnellgurte, weil das geht ja richtig oben hoch. Das geht richtig hoch. Die Leute sitzen hier da drin. Nachher geht die wieder langsam runter beim Landen, macht die wie im Flugzeug und landet wieder unten. Und die Klappe war ja zu, weil die Leute da reinziehen. Und auf der anderen Seite, da ist dann die Klappe, die wird aufgemacht. Und da gehen die Leute raus und hier vorne können sie wieder reinsteigen. Und die läuft heute noch und das hat dein Opa gebaut.
Das war mein Mann und das bin ich in jungen Jahren. Der war ein sehr, sehr guter Techniker. Und die Cortina-Bahn, die hat er auch zu Hause noch selbst gebaut, wie er zu Hause war, in Butzbach. Und da habe ich meinen Mann näher kennengelernt. Da hatte er das Geschäft. Bis ins 18. Jahrhundert reicht die Geschichte der fahrenden Familie zurück. Schaustellerleben war noch nie einfach und bequem, sagen die Rupperts. Mein Großvater, der ist 1880 von Bad Wildungen bis nach Fritzlar gelaufen auf dem Markt und hat seine Bonbons und seine Lutschstangen verkauft. Und wieder abends zurück und war froh, wenn er da ein paar Reichsmark verdient hat. So fing das an, ja. Als erstes hatte er dann ein Kinderkarussell, was noch mit Pferdeantrieb angetrieben worden war. Leider gab es zu der Zeit wenig Bilder, habe ich nicht. Und nachher hat er dann das moderne Karussell gehabt, wo dann Autos und so weiter drauf waren. Und meine Großeltern haben dann nicht mehr auf der Reise mitgemacht. Der Opa ist dann jeden Montag gekommen mit dem Motorrad und hat dann das Geld abgeholt. Und hat dann meinen Eltern ein paar Mark dagelassen, dass sie leben konnten und dass sie auf den nächsten Platz konnten. Und das hat jahrelang ein Opa gehört oder jahrelang hat er das abgeholt immer. Dennis sind all diese Erinnerungen sehr wichtig. Von dem Skoda hast du ein Gemälde? Von dem Skoda habe ich ein Gemälde, ja. Das ist ein Gemälde. Kennst du das nicht? Nee. Hast du noch nicht gesehen? Nee. Holt ihr zweimal rein. Oh, das würde ich nehmen, du. Ja, das passt bei mir ins Büro über den Schreibtisch. Dennis, ich schenk's dir. Okay. Für dein neues Haus. Danke, das nehme ich, das nehme ich. Das nehme ich. Es ist gut aufgehoben. Sag mal her. Das passt genau in den Schreibtisch von mir, wunderbar. Das ist in Fritzlar, oben in der Stadt, da haben wir gestanden mit dem Autoscooter. In Fritzlar? 56. Was steht da unten? Fritzlar 56. Fritzlar 56, Tatsache. Überleg mal. Danke, Oma. Nee. Schön. Ist gut aufgehoben. Ja, klar. Ein Original fürs neue Haus. Hey, machst du mal das Auto auf? Kofferraum? Die Familientradition zählt viel in der Schaustellerfamilie. Ja, das ist doch so, das ist was Schönes, das ist was richtig Tolles. Zack. Schlüssel, oder willst du fahren? Ja, ich fahre. Okay. In Mühlhausen sucht die Hofgemeinschaft dringend Verstärkung. Immer wieder sind in diesem Jahr Praktikanten zum Schnuppern auf dem Hof. Heute ist Fabienne mit ihrem Freund dabei. Gurken ernten. Neuland für die junge Frau aus der Großstadt. Ihr Freund ist gerade bei den Stangenbohnen. Das Gemüse wird täglich frisch im Laden oder auf dem Wochenmarkt verkauft. Okay. Momentan ist Haupterntesaison. Und Malte muss alles im Blick haben. Dann macht mal weiter, ich bereite das mit den Kirschen vor und dann können wir gleich Kirschen ernten, wenn ihr fertig seid. Ja, und dann geht's weiter. So. Bohnenkraut schneiden. Gudrun, die angestellte Gärtnerin, zeigt den neuen Erntehelfern, wie das geht. Das ist auch im Prinzip reif, wenn man die Bohnen erntet. Ne? Weiter geht's jetzt auf dem Zucchinifeld. Die Ernte wird außer im Hofladen noch an verschiedene Bioläden in Kassel verkauft. Es ist aufwendig, immer wieder ungelernte Helfer einzuarbeiten. Also wir haben selbst mal die Vision, einen Selbstversorgerhof zu haben oder irgendwie. Ja, das ist so ein bisschen unser Traum. Und da wollen wir am besten so viel Erfahrung sammeln, wie es nur geht. Das ist das erste Mal auf so größeren Feldern. Wir bewirtschaften sehr unseren Balkon. Den haben wir in einen kleinen Garten verwandelt, aber das ist ja nicht vergleichbar mit so einem großen Feld und so einer Menge an Gemüse. Die Gemüseernte läuft ganz gut. Aber Malte macht sich Sorgen ums Getreide. Da haben wir dieses Jahr Riesenprobleme wieder mit Trockenheit in den Getreidekulturen. Besonders in den Sommerungen. Die Winterungen gehen noch, die waren einfach tiefer verwurzelt, aber alles, was ich im Februar gesät habe oder im März, das sieht sehr, sehr dürftig aus. Auf diesem Feld muss noch das Unkraut raus, damit der Kohl nicht überwuchert wird. Wegen der Trockenheit gar nicht so einfach. Also das ist so fest, dass du da nichts rauskriegst. Die Zucchini gedeihen zum Glück ganz prächtig. Sie sind schließlich mediterranes Klima gewöhnt.
Etwa 60 verschiedene Gemüsesorten bauen sie an auf dem Biohof. Wieder eine neue Fuhre für den Hofladen. Vieles von dem Angebot im Hofladen stammt aus dem eigenen Anbau und verkauft sich gut. Regionales boomt, gerade in Zeiten von Corona. Anders als bei der maschinellen Ernte landet hier nur das im Laden, was wirklich reif ist. Ganz so viel würde ich nicht dran machen, genau. Einfach so ein paar, so 2, 3, dass man sieht, der ist frisch. Schau mal, wäre das ein geeigneter Kandidat? Der sieht ganz gut aus, ja. Der könnte auch das Gewicht haben, was wir brauchen. Und dann kann man eine Blatt runterdrücken, jetzt einen Strich, gießt einen Strunk dran und das äußerste Blatt machst du dann ab. Auch vom Spitzkohl sind schon ein paar Köpfe reif. Die Masse ist leider halt noch nicht so weit. Okay. Ja, dann bringen wir mal schnell den Brokkoli in den Laden, dass der auch gekauft wird. Genau, das würde ich jetzt auch sagen. Und dann die Kirschen und dann sind wir erstmal durch. Ja, du kannst das ja... Für Malte ist es in diesem Sommer anstrengend, mit ständig neuen Leuten auf dem Hof. Ja, klar. Ich meine, mit wechselndem Personal hat man nicht immer wieder eine neue Anleitung. Es macht auch Spaß, dann irgendwie aus dem Alltag rauszukommen und den Leuten zu zeigen, was wir so machen. Aber es wäre natürlich gut, wenn man noch wie einen Hauptverantwortlich hätte, dem man nicht alles erklären muss, sondern man sagt, das und das brauchen wir und dann auf geht's. Auf der Baustelle am Hofladen geht es langsam voran. Niklas ist hier zurzeit allein. Ein Helfer ist schon längere Zeit krank. Aber das ist nicht Niklas' einziges Problem. Was mit Hanna? Tja, die hatte irgendwie keine Lust mehr. Wie kam das? Tja, das fragt er sie am besten selbst. Seid ihr noch zusammen? Nee, leider leider auch nicht mehr. Nee, so ein kompletter Cut. Ja. Hat nicht funktioniert auf so einem Hof? Nee, jedenfalls jetzt noch nicht. Also es war noch nicht der richtige Zeitpunkt vielleicht. Ja. Und, nee, sie will noch mal weitersuchen, ausprobieren und nee, ich für meinen Teil fühle mich hier schon wohl, von daher. Von daher arbeitet Niklas weiter auf der Bistrobaustelle. Muss ja mal fertig werden, das Projekt. Kommt ihr an Kirschen dran? Ja, vielleicht noch ein Stückchen höher. Ja, perfekt. So. Sehr gut. So. Man darf eine für sich und eine für den Korb. So geht das. So geht das. Ja, stimmt. Das habe ich schon etwas wirklich schon gelernt. Na, willst du auch eine Kirsche? Schau, schnell eine runterwerfen. Ah, jetzt! Ah! Fast, aber das war knapp. Oh! Sehr gut. Das Auge durch die Arme. Die Kirschen ernten sie jeden Tag frisch, ganz nach dem Bedarf im Laden. Und dann geht's weiter mit Dietmar auf dem Kohlrabi-Feld. Neue Pflänzchen müssen in die Erde. Dietmar versucht, die Spur zu halten, aber irgendwie ist er ein bisschen von der Strecke abgekommen. Du hast ein bisschen Schlangenlinie gefahren. Das wäre bei Malte nicht passiert. Der hätte nämlich schön mit seiner Technik gefahren. Er fährt natürlich normalerweise mit seinem GPS-System und das kann ich natürlich nicht. Und ist es jetzt ein bisschen schief oder was? Ja, ist ja eine richtige Kurve drin. Naja, ich werde es verschmerzen. Wenn er nicht da ist zur rechten Zeit, dann muss ich halt einspringen. Ja, vielleicht merkt das ja nicht. Na, da bin ich mal gespannt. Ein bisschen Kunst auch dabei. Ja, gedeiht bestimmt trotzdem. Ja, auf jeden Fall. In Kassel auf der Sommerkirmes läuft der Countdown. In 3 Stunden ist hier Schluss. Von diesem Wochenende hatten sich die Rupperts noch mal was versprochen. Doch die Besucher eher überschaubar. Guck mal. Fahren wir mal los. Wenigstens haben die Schausteller bewiesen, dass sie unter Corona-Bedingungen etwas auf die Beine stellen können.
Und Dennis hat seinen geliebten Frisbee wieder mal bewegt. Also man kann nicht einfach wahllos drauf rumgehen, das geht nicht. Dann hat jeder Knopf seine spezielle Funktion. Der ganze obere Bereich hier ist komplett für die Beleuchtung. Und dieser ganze Bereich hier ist für zum Fahren. Und Musik steuern wir hier, die Soundbox, da ist Licht und hier ist die Nebelmaschine. Alles klar, dann fangen wir mal ganz langsam an zum Eingewöhnen. Hey, los geht's! Auch wenn sich noch mal einige dazu entschlossen haben, mitzufahren, gute Auslastung sieht anders aus. Ein wirtschaftlicher Erfolg war die Veranstaltung nicht. Die Unkosten kamen gerade so rein. Trotzdem fahren sie bis zum Schluss. Und Dennis gibt den Motivator. Gemeinsam mit Jessie im Kassenhäuschen zu sitzen, ist selten geworden. Schnell hinein, die Tickets an der Kasse lösen. Zack, zack, zusteigen, wir halten noch. Auf geht's, hinein! In der Abozeit meistens, wenn wir dann unsere ganzen Mitarbeiter zum Essen ablösen. Und halt, wenn es richtig voll ist, sorgt man beide selber. Wenn es richtig rappelt, was dies Jahr in der Corona-Zeit leider nicht der Fall ist. Das war früher mal eigentlich gang und gäbe, dass wir beide drin gehockt haben. Das normale Ehepaar steht morgens auf, dann gehen sie beide an die Arbeit und sind nicht abends wieder. Wir sind immer zusammen. Aber ja, ist doch schön. Wir sind jetzt über 20 Jahre zusammen, das sind für andere fast 40 Jahre von der Zeit her. Danke. Alle Achtung. Der Frisbee erwartet euch, come on Baby, auf geht's dabei sein, gleich legen wir los hier. Kannst du oben abgießen? Dennis ist Perfektionist. Bei der Technik seines Fahrgeschäfts und auch bei der Dokumentation. Was ich seit 2007 mache, was nicht so viele machen, ich habe meine Logbücher. Hier, ich habe das erste ganz oben liegen. 2007 habe ich damit angefangen. Das war immer so, ich bin auf ein Fest gefahren, zur Veranstaltung und habe 5 Leute gefragt, immer verschiedene Aussagen. Da habe ich gedacht, wenn ich nach 5 Jahren irgendwo hinkomme, immer dieses Nachfragen. Ich frage 5 Kollegen und habe 5 verschiedene Uhrzeiten, wann es wieder losgeht. Und man kann es nicht merken nach so einer Zeit. Und da habe ich seitdem, schreibe ich mir in meinen Büchern alles auf. Sämtliche Öffnungszeiten, wie das Wetter war, was für Fahrgeschäfte da alles gestanden haben. Samstag 14:10 Uhr bis 1 Uhr aufgehabt, heiß 30 Grad. 2007, 2008, 2019, letztes Jahr, sind natürlich nicht sortiert, weil wenn ich jetzt irgendwo war, schaue ich nach. In dem Jahr war ich da, es liegt manchmal das eine oben drauf, das andere oben drauf. Aber die Bücher, die sind eigentlich Gold wert. Und das Schöne ist, selbst die Kollegen von mir wissen das alle mittlerweile. Wie oft fragen sie, Dennis, wann geht's denn da los? Dann, also das ist immer ganz schön. Schnell hinein, letzter Aufruf, gleich geht's los hier, come on! Im Bauwagen auf dem Biohof sind als erste Gäste die Praktikanten Fabienne und Florian eingezogen. War wirklich idyllisch. Wir sind vom Vogelzwitschern wach geworden. Ja, Man hat den Wind gehört im Baum direkt nebendran, weil das Fenster auch nachts auf ist. Ja. Also ist sehr beruhigend, sehr schön. Ja. Schöne Atmosphäre. Ein super Auftakt für euer Landleben. Genau. Genau. Für unser Schnupperkurs sozusagen. Ja, Schnupperkurs Landleben. Genau. Ja. Am Anfang war es so weit. Nebenan auf dem Hof arbeiten sie schon. So, und los geht's. Hoppa! Ich nehme die Steuerung hier unten, du guckst oben, Malte. Ja, runter, runter, runter. Ja. Oh, nicht zu schnell. Ja, okay. Das hätten wir vielleicht doch mit der Diagonale stabilisieren sollen. So, wollen wir es noch mal versuchen zu viert? Nicht zu zweit, ja. Ach, du willst erst reparieren, ne? Im Hofladen wird heute alles ausgeräumt. Die Wand vom Laden zum neuen Bistro soll durchgebrochen werden. So, wie gehen wir jetzt vor? Aber der Verkauf muss schließlich weitergehen. Wie auf einem Markt vor der Ladentür auf dem Hof. Die Gemüsekisten wollen sie dann wieder hier aufbauen. Auch Dietmar ist voll dabei. Ja, perfekt. Wir brauchen heute alle Hände. Es muss ja schnell gehen. So, auf geht's. Oh, mir bricht gleich der Arm ab. Bei dem leichten Rähmchen. Ja, mach du dich lustig über mich. Vergiss nicht als Rentner. Ja, aber Jetzt diskutieren sie darüber, wie die Regale später wieder aufgestellt werden sollen. lass das mal so, wie es ist. Also die 30 Zentimeter, da hast du auch nicht viel gewonnen. Das ist ein Regal. Gut, ihr habt die Mehrheit, also habt ihr recht. Wenn du das so interpretierst. Dietmar nimmt es locker.
Vielleicht will er auch einfach nur für gute Stimmung sorgen. Alles gut und das Entscheidende ist, dass es eine nächste Generation gibt, die weitermachen will. Das ist immer, glaube ich, das Wichtigste für so ein Betriebskonzept, dass man es zukunftsfähig macht im Sinne von, die nächste Generation muss auch Spaß dran haben. Also wir sind noch nicht ganz sicher, ob links oder rechts hin, aber über diesen Regalen quasi. Hier kommt eine Zwischenebene rein, auf Höhe der Regale ungefähr. Und dann kommt da oder da ein Durchbruch ins Ladenbistro drüben. Dass man hier eine Hochebene drin hat, wo man sich hinsetzen kann, Kaffee trinken kann, Kuchen essen kann. Und den anderen beim Treiben zugucken kann, beim Einkaufen. So der Plan. Vor dem großen Wanddurchbruch müssen sie erstmal eine Staubschutzwand aufbauen, aus den großen Holzplatten. Der Staub soll schließlich nicht durch den ganzen Laden ziehen. Das muss exakt gesägt werden, aber dafür haben wir ja Handwerker, die ihr Geschäft verstehen. Guck mal. So. 3 Uhr? Ja, vielleicht gibt es kein Freibier heute. Dann also alle ein bisschen langsamer. Aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Freibier gibt's erstmal nicht, aber eine Eispause. Flo, du alter Sklaventreiber. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Eine richtige Essenspause und die Energie ist raus. Flo ist nervös. Bei der Hitze können sie nicht tagelang Obst und Gemüse auf dem Regal vor der Tür anbieten. Deshalb soll der Laden so schnell wie möglich wieder eingeräumt werden. Doch davor liegt der große Durchbruch mit jeder Menge Staub und Lärm. Ich messe mal die andere aus. Die letzte Stunde auf der Kasseler Kirmes ist angebrochen. Ein paar Besucher sind noch auf dem Platz, der 6 Wochen das Zuhause von Dennis und seiner Familie war. In jeder Fahrpause verschwindet wieder ein Teil vom Frisbee. Jede Minute zählt. Heute Nacht schon muss alles abgebaut sein. Das Publikum bekommt davon kaum etwas mit. Nur entbehrliche Deko wird entfernt und gleich auf dem Dach des Kassenhäuschens für den Transport festgezurrt. Aufpassen auf der Mitte, bitte. Dennis hat alles so organisiert, dass die Besucher nicht länger warten müssen als sonst, bis die nächste Fahrt wieder beginnt. Wahrscheinlich sind sie auch einfach happy über ein wenig Ablenkung vom Corona-Alltag. Dennis macht eine letzte Runde über den Platz. Vor dem Riesenrad hat er den Kern der Schaustellertruppe zusammengetrommelt. Die hier haben die Corona-konforme Kirmes gestemmt. Es soll ein Abschieds- und Dankesfoto geben für die eingeschworene Fangemeinde auf Facebook. Klasse, wir bräuchten mal 1, 2 Masken. Du hast doch die eingesammelt. Ja, ich habe die Kohle nur eingesammelt, aber ich habe doch keine Masken. Ich habe eine Reserve. Eine Reserve habe ich schon mal sehen. Kauf dir mal ein Eis. Schön 3, 4 Fotos. Alle zurück, schön alle draußen. Ohne Maske 3, 4, dann mit Maske. Die sozialen Medien sind jetzt in Corona-Zeiten enorm wichtig, um den Draht zum Publikum zu halten. Aufbruchstimmung. Alle sind schon mit dem Abbau beschäftigt. Plan hat liegt bei mir auf dem kleinen Hänger da neben der Treppe. Die fahren ja später rum und sammeln die Freunde auf dem Platz ein und die ganzen Plan beigeben. Die mache ich jetzt alle weg von Ingo. Ja. Ingo und die Planen lege ich auf den Hänger. Erst jetzt kommt Dennis dazu, die Fotos zu kontrollieren. Ja. Er hat Videos gemacht, ich werde bekloppt. Oh. Jetzt hat er mit der Maske ein Video gemacht. Ah ja. Für die Besucher ist der Markt zu Ende. Doch Dennis Ruppert und seinem Team steht eine sehr lange Nacht bevor. Der Abbau des Frisbee ist Millimeterarbeit. Einmal kann er ihn noch aufbauen. Aber was ist danach? Macht Corona alle Hoffnungen zunichte?